Alle anderen Unis in Graz haben heute den letzten Tag vor den Weihnachtsferien. Nur die Med-Uni geht bis zum 21. Um uns dieses Schicksal ein bisschen erträglicher zu machen, schauen wir uns heute an, wie Menschen in anderen Ländern Weihnachten feiern. Ich habe mir hier eine Liste zusammengeschrieben von Traditionen und Brauchtümern, die ich im Internet gefunden habe. Also, los! In Südafrika feiern die Leute am 25. Dezember Weihnachten und sie essen frittierte Raupen, konkret Raupen des Emperor Moth. Das ist irgendein Schmetterling, den es dort offenbar gibt. In Island macht in der Weihnachtszeit eine böse Weihnachtskatze die Gegend unsicher. Sie heißt Jólakötturinn und wer bis zum Datum von Heiligabend, also bis zum 24. Dezember, keine neue Kleidung bekommen hat, der wird von ihr gefressen. In Neuseeland stellen sich die Leute statt der üblichen Tanne oder Fichte als Christbaum einen Pöhutukawa-Baum ins Wohnzimmer. Der sieht so aus. In Skandinavien, vor allem in Norwegen und in Schweden, ist die Ziege das gefeierte Tier in der Weihnachtszeit. Sie heißt auf Norwegisch Julebuk und auf Schwedisch Julbok. Wahrscheinlich habe ich das jetzt komplett falsch ausgesprochen. Diese Tradition kommt noch von Thor, dessen Streitwagen von Ziegen gezogen wurde. Und jedes Jahr stellen sich vor allem die Schweden eine riesige Ziege aus Stroh auf den Hauptplatz oder so, die sie dann später zu einem gewissen Zeitpunkt in der Weihnachtszeit abbrennen. Ich weiß nicht genau, wann das ist. Aber diese Ziege muss sogar von Videokameras und Polizei überwacht werden, weil die Leute sie sonst zu früh anzünden. In der Slowakei schleudert zu Weihnachten der älteste Mann der Familie einen Löffel Loksa-Pudding an die Wohnzimmerdecke und je mehr kleben bleibt, desto mehr Glück für die Familie im kommenden Jahr. In Caracas, das ist die Hauptstadt von Venezuela, fahren die Leute in der Weihnachtszeit in der Früh auf ihren Inline-Skatern zur Kirche und dafür werden sogar ganze Straßen abgesperrt. Das ist cool, das sollten sie bei uns auch machen. In Wales gibt es eine Tradition namens Mari Rhyd oder so. Und diese Tradition ist, dass jedes Jahr ein Dorfbewohner ausgewählt wird, der sich dann als Pferdeskelett verkleidet und von den anderen Dorfbewohnern durch die Gegend begleitet wird. Und manchmal schnappt der Pferdekopf zu. In United Kingdom gibt es eine uralte Tradition. Und zwar muss jedes Familienmitglied einmal die Christmas Pudding Teigmischung im Uhrzeigersinn umrühren und sich dabei was wünschen, bevor das Ganze gebacken wird. Das ist irgendwie cool, das ist so gemeinschaftlich. In der Ukraine schmücken die Leute ihren Baum mit Spinnen und Spinnweben. Und zwar geht das auf eine alte Geschichte zurück. Eine arme alte Frau hatte kein Geld für Weihnachtsschmuck. Und am nächsten Tag hat die Spinne, die bei ihr in der Stube gelebt hat, den Christbaum mit glänzenden Spinnfäden geschmückt. Für sie. In Indien werden jedes Jahr statt Tannen und Fichten Bananensträucher und Mangobäume geschmückt. Argentinische Omas schenken ihren weiblichen Verwandten pinke Unterwäsche, um das andere Geschlecht anzulocken. Wieder in Südafrika. Die Eltern erzählen in der Weihnachtszeit ihren Kindern die Geschichte von einem kleinen Jungen namens Danny, der alle Kekse für Santa aufgegessen hat. Und damit hat er seine Oma so verärgert, dass sie ihn umgebracht hat. What the hell? Und seither sucht der Geist von Danny zu Weihnachten die Häuser der Südafrikaner heim. Ziemlich morbid, oder? Für eine Weihnachtsgeschichte. Obwohl nur 1% der Japaner tatsächlich Christen sind, gibt es seit 1970 die Tradition, an Weihnachten bei der Fastfood-Kette KFC essen zu gehen. Und man sollte rote Geschenkskarten vermeiden, weil die Farbe Rot mit dem Thema Tod in Verbindung gebracht wird. Unverheiratete tschechische Frauen stellen sich zu Weihnachten mit dem Rücken zur Tür und werfen einen Schuh über ihre Schulter. Und wenn jetzt die Schuhspitze zu der Tür zeigt, dann bedeutet das, dass sie im kommenden Jahr heiraten werden. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich tschechische Vorfahren, also probieren wir das jetzt aus. Na super. Was ist das jetzt? Die nächste Tradition ist mir natürlich nur allzu gut bekannt. In Österreich ziehen jedes Jahr, so um den 5. und 6. Dezember rum, Leute, da gibt es richtige Vereine dafür, in Krampus-Kostümen durch die Straßen und erschrecken die Leute. Krampus, das ist quasi die böse Version des Nikolaus, der die ganzen Kinder bestraft, die übers Jahr nicht brav waren. Und es ist richtig gruselig, aber gleichzeitig auch so richtig cool. In Estland geht man als Familie gemeinsam zu Weihnachten in die Sauna. Ich stelle mir das so lustig vor. Opa, Oma, Mama, Papa, Onkel, Tante, Kinder, alle nebeneinander schwitzen zu Weihnachten. Während der 12 Tage Weihnachtszeit, die man in Griechenland feiert, kommen die Kallikantzeroi, das sind böse Kobolde, die normalerweise unter der Erdoberfläche leben, hervor und treiben Unfug. Und das Beste zum Schluss, in Katalonien, das ist ein Teil von Spanien, noch, gibt es eine Krippenfigur, die heißt El Caganer. Und diese Figur... Und diese Figur, das ist ein Typ, ja, der ist in der Krippe und der kackt.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, das waren komische und sehr lustige Weihnachtstraditionen aus der ganzen Welt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben und see you next time. Bye!